was geht bei euch? Tunis mit am Start, mit einem neuen Spiel, Final Fantasy XII, da der 7er gerade noch im Hintergrund lädt. Ja komm, das sollte alles so passen, Turbo-Modus möchte ich hier nicht benutzen. Ich habe das vor Jahren mal gespielt und ich würde sagen, spielen wir es mal durch. In the name of the Father, and in the presence of these holy relics, I hereby pronounce you man and wife from this time forth. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Farewell. Both land and air, our kingdom will stand little... Nabudis has fallen. Impossible! My father? I know not. I am sorry. If Nabudis has indeed fallen, it is only a matter of time before they reach the borders of Dalmasca. There is nothing to halt their advance. Secure Nalbina with all haste. I will go. And I will go at his side. Galtea, stand watch over your life. That I be considered worthy.
must withdraw! No! The paling still stands. Shield beyond sight, ne'er failing light. The paling's fallen. Then it's over. For my father. For my father! Lord Rasler! Blessings of the Great Father descend, and guide your bodies return to the earth. Great Father, guide your spirits return to the Mother of all. There you shall find peace. Pharaoh. The death of Lord Rasla Heos Nabradia was but one of many tragedies to befall the kingdom of Dalmasca. The air of hope that had surrounded Her Royal Highness Princess Asha's wedding was now quite lost. Dalmasca had been set adrift at the mercy of history's restless tides. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalice: Arcadia in the east, Rosaria the west. The invasion of the Kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rasla's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon mete out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbina told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces. A counterattack was mounted by the order of the Knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace, or, as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender. Lord Ramanas, King of Dalmasca, and my dear friend, had no choice but to accept these terms. It was, thus, only with reluctance that he set out for Nalbina Fortress, now under Arcadian occupation, to affix his seal to the Emperor's Treaty of Peace. The king had scarce departed his royal city of Rabanasta when the remnants of the Order made their return, and not a moment too soon, for a terrible revelation awaited them. The treaty would be signed with steel and writ in royal blood. You there? Can you hear me? It's as I feared. They're slowing us down. Do not say that. Not all of us are here for love of battle. He fights to defend his homeland. Your name? Rex. Sir.
My name's Rex. Good. Rex. You bore a few cuts, but you are still whole. Well, can you stand? Boah, darf ich jetzt endlich spielen? Ja. Riesenintro, ich habe nichts kapiert. I'm fine, sir. How old are you, Rex? 17. 17, sir. Young. Family? My Younger brother is brother. all I have left, sir. He's 2 years younger than I, living in Rabanastre. So young. You're barely old enough to be a man. You shouldn't be forced to wield a sword. No, sir. I want to fight. For my homeland. And for my parents. It's time, Bosch. Save the discussion for later. We must reach the king before they act, or all our efforts will be in vain. I'm aware of the situation. We found them! Over there! Bossler, go ahead. I will handle this rabble. Godspeed. Steady, Rex. Keep your wits about you and you'll make it. We move! So, jetzt geht's rund. Verliere keine Zeit. Das. Fühlt sich normal an. Das jetzt hier quasi Tutorial. Ist damals halt für die PS2 rausgekommen, da hatte ich das. Hab's auch relativ weit gespielt, glaube ich. Also so ein Drittel, sagen wir mal. Neues ist oben die Map, die Karte und ja, man bewegt sich halt so. Was halt da schon krass ist, ist die Grafik für eine PS2, wenn man bedenkt, der 10er ist nicht halb so gut gewesen. Na, gefällt mir wohl. Aber wie groß das Spiel ist und welche Ausmaße, kann ich nicht sagen. Ich würde es einfach nur mal gerne durchspielen. Und viele Figuren, sag ich mal, beziehungsweise die Welt wirkt stark an Techniken angelehnt. Problem ist, die Kamera, die hätte ich halt gerne von oben. Ja, dieses Anlaber-Symbol kenne ich schon. Ach so, das erste Land wurde übernommen und die sind jetzt im zweiten. So habe ich das. Und die Roten sind natürlich die Bösen und die Blauen die Guten. Sie haben das Jobsystem hier, was es früher nur in der japanischen Version gab, auch reingepackt. Deswegen halt das Zodiac Age. Und es erinnert stark an das, was später so Dragon Age wurde. So vom Kampfsystem her. Genau. Diese Linien, anfangs ein bisschen verwirrend, aber man braucht sie dann schon. Genau, das ist das
Einstellungen. Wartemodus ist auf jeden Fall wichtig. Kampfmodus. Zeigerposition merken ist besser, genau. Das lasse ich erstmal so. Einen Moment. Achso, was ich hier noch alles eingestellt habe. Vibrationsfunktion natürlich, Untertitel auch. Die Kamera so sollte passen. Turbo-Modus, weiß ich nicht, wie man den benutzt. Musik auf jeden Fall original. Ich verstehe nicht, warum bei jedem Remaster die Musik neu gemacht werden muss und sonst außer auf 16:9 ziehen. Nichts passiert und hier ganz neu. Endlich mal Final Fantasy Spiele, wo man die Lautstärke anpassen kann. Ich hoffe, das macht dann YouTube nachher auch vernünftig. Ja, ich glaube, das geht so. Inventar werden halt alle Klamotten angezeigt, die wir haben. Oh, wir haben sogar Zauber, nice. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir jetzt uns ausziehen, aber... Captain? So, und jetzt geht's im Bossfight. Fertigkeiten. Genau. Bis die MP leer ist. Und auch hier wieder Kombos wichtig. Der lese ich hier dann Kamehameha auf. Sehr cool. Adeline, this is Sunbury. My engines are hit. She'll not hold much longer. We receive you, Tomberry. You've leave to retire. Well fought. My thanks, Antlion. Sunbury disengaging. Es kommen auch Gegner. Okay, dann gehen wir auf den. Alter, was ist das für ein Pimmel? Ja, Barsch hat natürlich wieder 500 irgendwas reingehauen. Genau, jetzt gab es nochmal Geld. Genau, jetzt wird uns noch kurz die Karte erklärt. Das sind quasi immer wieder so Abschnitte, ähnlich wie man es dann aus anderen Action-Rollenspielen kennt. Ach, cool. Ach, das kriege ich dann. Das ist praktisch, das wusste ich gar nicht. Das lassen wir doch mal dran. Ich meine, ist ja eh oben rechts die Karte da, die man, glaube ich, mit dem Touchpad aufruft. Vossler! Where are you? What if Captain Azulis has fallen? Don't talk such nonsense. Vossler's laughed in the face of death far too many times for him to stop now. Men like him don't die in places like this. We must make haste to reach the king. We will take him to safety. Is His Majesty unharmed? He'll agree to an unconditional surrender. They wouldn't dare touch him until the wax on his seal is dry. But if we arrive after he signed the treaty...
Wait. Quickly, Rex. Ist aber ein bisschen viel Karte, oder? Ja, komm, machen wir das. Weg. Ich meine, das ist praktisch, aber wir haben ja oben rechts die Karte. So wichtig ist es dann nicht beim Laufen. Gucken wir mal, ob sich hier wer verlaufen hat von den Gegnern. Hier ist bestimmt geheimbar. Nicht so wichtig. Wir sind jetzt, glaube ich, in Rubbernaster, ne? Genau. Vorne ist ein Feind. Genau. R2 und durchrennen könnte man, machen wir jetzt aber nicht. Problem ist halt, wie ihr jetzt gesehen habt, sobald der Gegner stirbt, muss man den Angriff neu aufladen. So, rechts lang. Gucken. Ja, hier ist nichts. Aber dann erscheinen halt so random Truhen. Oh, jetzt kommen aber ein paar viele. Ja, jetzt hat er. Also wir sollen anscheinend weiterlaufen. Da oben scheint es nicht weiterzugehen. Gehen wir geradeaus. Wir haben jetzt auch automatische Speicherpunkte. Und das sind die normalen. So, ich guck mal. Das ist halt cool, der heilt einen, genau, wie in Final Fantasy X. Ich glaube, jetzt habt ihr gerade kein Bild. So, da bin ich wieder. Und nichts. Ich hätte die Kamera gerne so festgesockelt, so von links schräg oben. Aber ja, kannst nicht alles haben. Aber die Kamera ist schön flott. Aber wir haben auch ständig Autospeichern, deswegen verstehe ich nicht, warum. Intruders! Don't let them escape! Sir, we have little time. You must go to the king. I'll handle these. Fight well. Welchen nehmen wir denn? Ich weiß nicht, ob die Positionierung hier wichtig ist. Aber geil ist halt, du kannst warten, bis er den Angriff auflädt und dann nah ran. Okay, ist glaube ich eher Chaos. Ah, also gerade so bei hier so Wänden oder so ist die Kamera echt die Hölle. Die haben wir geschafft. Jetzt könnte man noch runtergehen, sich wieder aufladen. Das ist aber Quatsch, denn die MP laden sich halt beim Laufen auf. Sätze wir von befreit, da ist nix. Alle tot.
König ist auch tot. Den haben wir ja vorhin gesehen. Auch ein schöner Stich ins Herz. Your Majesty. Ich find's halt krass, was sie 2006 noch aus der PS2 rausgeholt haben. Captain, why? Our king, what have you done? Auch The wenn da king jetzt ein bisschen... intended all along to sell Damaska to the Empire. His Majesty was a traitor. Captain, Seize the insurgent. Hello. Well, so much for peaceful negotiations. We'll never surrender to you. We are not cattle to be sold by a traitor king. But the war is over, my dear captain. You have lost. Dalmasca is the property of the Empire now. And to think, we intended to let you keep some of your sovereignty, out of respect. But now you've gone and ruined that. Haven't you, Captain? We will never bow to you. And the people of Dalmasca will hate you for it. Take the captain away. Off you go. So, und jetzt endlich unser Hauptcharakter. Das hat mich damals geschockt, weil er ist der dritte Typ, den ich gesehen habe, das dann Hauptcharakter wurde. Pretenses of peace left by the wayside, the Arcadian forces resumed their advance toward Rabanasta. Dalmasca's doom had been decided. To make resistance would serve no end. With this foremost in my thoughts, I to the people of Dalmasca. Sons and daughters of Dalmasca, I bid you lay down your arms. Raise songs of prayer in their stead. Prayer for His Majesty King Raminas, ever merciful, a man devoted wholly to peace. Prayer, too, for the noble Princess Ash, who, wrought with grief at her kingdom's defeat, has taken her own life. Know also that Captain Bosch von Ronsenberg, for incitement of sedition and the assassination of His Royal Majesty King Raminas, has been found guilty of high treason and put to his death. They who at this late hour choose still the sword are cut of the same cloth as the captain. Traitors who would lead Dalmasca to her ruin. Dalmasca's surrender without terms was soon to follow. Ich finde es halt geil, da werden irgendwelche Bücher zitiert, die man sowieso nicht lesen kann. Da kann alles stehen. Hier, Leute. Autosave. Ach, jetzt sind wir Waren und gehen Ratten jagen. Vaughn! Hurry it up or they'll find us! I know. Just a little more. Ich mag die Stimme You von keep ihm, an eye ist out for echt me up gut. there, Kites. 1, 2, 3 more. All right. Time to clean house. So, und jetzt auch der erste Unterschied, den wir zum ersten oder zum Original haben. Und zwar hat er hier ein Dolch und kein Schwert. Davor hatte er ein Mithril-Schwert. Genau wie die anderen auch, aber das liegt am Jobsystem, was wir dann später bekommen. Fertigkeiten klauen kann man, genau. Ließ sich nicht beklauen, er hat Haus kaputt.
So, und jetzt noch die Ratte da hinten. Die kommt schon, gut. So, und hier hätte man jetzt zum Beispiel schon den Angriff aufladen können. Ach, ich kann auch einfach R3 drücken. Okay, sehr gut. Wow, Vaughn, you got him all yourself? Guess I know who to call when something big comes along. Hey, it's good practice for the desert. I'm ready for anything now. That's enough for today. You should get back to Miguel's place, Kites. Aren't you running errands for him? Oops, totally forgot. Und sie sind jetzt irgendwie Waisenkinder. You Oder should so. come, Vaughn. He's busy today. Might have some work for you to do, too. I've got other, work to do. Hey, lock this place up for me, will you? If Miguel finds out we've been down here, he'll tan our hides. Oh, die Mucke ist auch gut, ey. Genau, und die ganzen... Ist das Wort Rassen richtig? Ja, wahrscheinlich. Die es hier gibt, die gab es halt auch so ähnlich in Final Fantasy Tactics für den Game Boy Advance. What'd you say? Sir, you haven't paid, and I... What? Haven't paid? On second thought, please, sir, take it. It's a gift. Leave the poor sod be. We don't want trouble today. Your luck, peddler. Oops, sorry. Watch where you're going, churl. What? My pouch! It's gone! The boy! Get out the way. Ich finde halt diese Echsenmenschen echt cool. Da hatte man in Tactics auch vom Start ab schon einen. Hier haben wir leider keinen. Hier haben wir nur Normalos. What? Penello. Hey, that's mine. What do you mean, yours? You've been stealing again. What happens if they catch you? We need you to be there for us, Vaughn. You're no good to anyone if you're locked away in a dungeon. Oh, what? Am I the leader now? We're orphans. The first thing you learn is you gotta watch out for yourself. Come on, Penello. You know it as well as I do. Hey, you give that back. What do you think you're doing? I thought that this money was the people of Dalmasca's property. The Imperials stole it from us, so it's only fair that we take it back. It's our duty as Dalmascans. Well, wasn't that what you said? Yeah, but I never said anything about taking it back from me. This is for that bread you took the other day. Just because I help Miguelo out every now and then, it doesn't mean that you get to eat for free too, you know. I know that. You think I like living like this? Ich finde es halt cool, weil er so richtig jung ist im Vergleich. Also Standard Final Fantasy Charakter hast ja immer so 17, 18, 19 und er ist halt erst I'll fly an airship of my own. I'll be a sky pirate, free to go where I will. Well, be careful. You'll never fly anything if you're rotting in a dungeon. Oh, Miguelo had some errands that need doing. He wanted you to drop by his place. It might be a good idea to lend a hand. Genau, das ist jetzt quasi die Hauptstadt. Genau, und das, was wir noch nicht gesehen haben, ist halt noch so schattig. Guck mal, ob ich es hinkriege. Er kann auch so speziell schräg laufen. Das finde ich halt mega cool.
So, wir laufen jetzt erstmal hoch. Einfach nur, um alles mal anzugucken. Diese Tür hat wahrscheinlich zu. Ja, hier haben wir natürlich... Ist natürlich verboten. Und hier kriegen wir eine neue Schwarzmagie. Wenn wir dann andersrum laufen, kriegen wir da neue Lizenzen und so weiter. Bis alles zu. Wir müssen zu Miguel. Ich mag das halt, weil die Stadt so schön voll ist und es wirklich belebt aussieht. Genau, und hier gibt es dann Schilde und Rüstung. Da unten gibt es Waffen. Und da ist Miguel. Und der ist einfach noch cool. Ah, Vaughn, I was waiting. Penelo said you needed something? Had me some packages supposed to be arriving by courier. In the morning, perhaps he ran into some trouble on the desert. Now I've no foodstuffs to prepare for the banquet tonight. So you want me to find this courier? Hey, no problem. No problem. The desert teems with trouble. I'd be sending you to early grave, my boy. No, I've arranged for some replacement goods from Tomage over at the Sand Sea. So you want me to go to the tavern to pick him up? Actually, I asked Kites to do that. Wouldn't you know he's gone missing on me, too. I can't leave my shop, and I've Penelo on another chore at the moment, you see. What I want you to do is run over to the Sand Sea and fetch Kites back. What do you say? Sounds wild. It's easy work, and you'll thank me for it someday. So, und jetzt sind alle Dinger offen. Genau, und hier würde man ins Zentrum dann kommen. Da ist dieser Bazar. Oben geht es dann runter zur Unterstadt. Da wäre er. Und dann gibt es hier die Ostwüste und die Westwüste. Kann ich noch andersrum? Ne, man kann nur rein und raus. Und wie komme ich denn zur Weltkarte? Genau. So, man kann da dann tatsächlich auch hin und her schalten. Aber ich kann es jetzt noch nicht. Gut, dann. Und ganz wichtig, diese gelben Speichersteine, da kann man dann auch sich hin und her teleportieren ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel. So, jetzt möchte ich immer eben in die Dinger reingucken. Genau, und dann hier kann man... Ich habe echt gar kein Geld. Das sind halt so die Standardwaffen, mit denen man dann je nach Job anfängt. Verkaufen kann man dann hier diese Schätze, zum Beispiel dieses Rattenfell. Das andere braucht man halt noch. Und mehr ist, glaube ich, gerade gar nicht freigeschaltet. Doch, Weltkarte. Genau. Ah, guck. Und unten war das blaue Gebiet und oben war das andere Gebiet, ne? Ja. Genau. So, jetzt kapier ich's langsam. Also bei diesem Spieldurchlauf werde ich auch noch gucken, wie ich es gut anstelle. Ich werde auf keinen Fall einen 100% Run machen, weil ich ja noch nicht nie durch war. Ich gerne einmal die Geschichte auch genießen möchte. Ich werde da ohne Guides spielen. Einfach nur gucken, was wie wo geht. Da habe ich nämlich richtig Lust zu. Einfach sich das mal angucken. Das ist jetzt hier die Unterstadt, genau. Da komme ich jetzt noch nicht hin. Ihr könnt mir dann auch gerne in die Kommentare hauen, welchen Job ich für wen wählen soll. Weil ich weiß es wie gesagt nicht. Bin da ziemlich aufgeschmissen. Rechts müssen wir rein. Es soll halt auch gut sein, soll und fordern, vor allen Dingen, da habe ich immer Bock drauf. There you are, Kites. Stop loafing around. Look, Vaughn, look! This is it! This is why Miguelo's courier didn't get here on time. Creature spotted in the ester sand. What is that thing? Ah, Vaughn! Miguelo sent you too, did he? He's a busy man these days, that Miguelo, if I dare say so myself. I don't envy him the work, though. Not a bit. Quite the affair throwing a banquet to welcome the Imperials, eh? Welcoming? We should be... whatever. Say, Tomage, what's this? Ah, don't remind me. Got some nastiness out there in the ester sand. What's stopping our couriers? And that means shortages all around. Thought I'd put up a bill, offer a reward to anyone who can knock that nasty back in its place.
Now that's work. Sounds 10 times better than running errands for Miguelo. That's right. Vaughn, you should give it a shot. And you should be getting back to Miguelo. Now, Kites. He was waiting for you. Oh, right. So, dann nehmen wir mal das erste Kopfgeld von dem Mob an. Ich find's cool. Achso, ich weiß Bescheid, hätte ich nehmen können. Genau, du musst halt den Auftrag annehmen, sonst spawnt der, glaube ich, auch gar nicht. Von daher ist das egal. Du musst halt Quest annehmen, zum Questgeber gehen, dann den Mob killen und dann wieder zum Questgeber. Genau, und im Clan-Bericht sind dann alle coolen Sachen. Genau, habe ich ein Accessoire bekommen und dafür muss ich die Lizenz haben. Es ist ein ziemlich ausgeklügeltes System, aber es ist dann doch leichter zu kapieren. Genau. Streunertomate. Yes. Ein ausgewähltes kann hier. Hast du die Warnung zur Kenntnis genommen? Ja. Ja, guckt, mehr kriegen wir nicht. Rang E ist, glaube ich, der niedrigste. Genau, und jetzt haben wir Lizenzen und da müssen wir dann auswählen, welche Klasse wir wählen. Da kann man dann auswählen, was ich gerne machen möchte. Und ja, da werde ich mich jetzt noch nicht für entscheiden. Es passt sich immer noch ein bisschen dem Charakter an, weil er kann jetzt ja Dolche tragen. Genau, und hier ist die Mobliste von den Mobs, die man so hat. Dann der Monsterkatalog, gegen die man gekämpft hat. Und wenn man alle hat, dann ist das halt komplett, also quasi ein Lexikon. Ist nicht so wichtig. Abenteurerfibel ist, wie was funktioniert. Und Piratennest sind dann so, sind quasi da, wo die Ingame-Trophäen sind. Und meine Punkte werden auch angezeigt. Das hatte ich soweit schon verstanden. Soweit habe ich damals auch gespielt. Nur was halt neu ist, ist wirklich dieses Jobsystem. Ich habe keine Ahnung, welcher für ihn gut ist. Passt sich halt je nachdem, was man gerade angezogen hat, auch etwas an. Nicht viel, aber etwas. So, jetzt gehen wir runter. Hier, ne? Ja. Das ist schön, wenn man eine SSD drin hat. Hat man kaum Ladezeiten. So, dann gehen wir auch jetzt in den Osten. Und dann war's das für heute. Zeigen ihm dann noch den You Zettel. there, let's see some papers, boy. No public passage on account of the Lord Consul's parade. Oh, gee, that's too bad. You see, it just so happens that your provisioner for the fete tonight, he sent me to pick up a few choice morsels for the, Consul's dining pleasure. He wants them quick. I got the writ of transit right here. You see? Signed, Miguelo. I just hate to see the Consul upset because his food wasn't ready on time. And I sure hate to see him take it out on you. The Lord Consul is a great man, and not one to take offense in such trifling matters. Hat er gedisst. Lass ihn jetzt durch, sagen die. Move along, boy. Ich Wouldn't find's do auch to keep gut, the Consul waiting. dass der Sound Right. wirklich so durch den Helm Gates are kommt. closed after this. Ja, und noch sieht man es halt stark. Ist alles PS2-Grafik. Es ist einfach nur 16:9 gezogen. Aber ich find's gut. So, und ich würde sagen, dann war's das hier. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo oder Like da lassen. Freue ich mich immer sehr drüber. Beim nächsten Mal geht's dann die Streunertomate jagen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und tschö, tschö.